Hi und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute erfährst du 10 Fakten über das chinesische Sternzeichen Büffel. Kommen wir einmal zur ersten Charaktereigenschaft des chinesischen Sternzeichens Büffel. Und zwar ist der Büffel sehr verlässlich. Er ist ein sehr harter, fleißiger Arbeiter. Also Büffelmenschen, die ich kenne, die arbeiten wirklich sehr viel und beschweren sich auch überhaupt nicht. Also die können irgendwie aus irgendeinem Grund sehr viel arbeiten. Und das sind Menschen, die häufig ihr Ding machen, also die auch keine halben Sachen machen, die wirklich auch sehr pflichtbewusst sind, sehr verantwortungsbewusst und auch sehr gerne Verantwortung übernehmen. Zweitens, Büffelgeborene sind nicht besonders romantisch. Ja, und ich habe das Gefühl, das trifft ganz besonders auf die männliche Fraktion zu. Die sind nicht besonders gut darin, irgendwie so blumige, romantische Worte weiterzugeben oder Geschenke zu machen, so kleine Aufmerksamkeiten, die ja doch auch manchmal ganz schön sind in der Beziehung. Das machen Büffelgeborene eher nicht so gerne. Aber dafür kann man sich wirklich zu 100% auf sie verlassen. Denn wie gesagt, sie sind eben sehr fleißige Arbeiter und haben ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Und man wird sich immer darauf verlassen können, dass beispielsweise alle Rechnungen bezahlt werden und dass die Miete bezahlt wird und dass auch immer genug zu essen zu Hause ist. Und Büffelmenschen sind in der Regel auch sehr treu. Also auch Fremdgehen ist etwas, was der Büffel nicht wirklich macht. Drittens, Büffelgeborene können sehr wütend werden. Ja, das können sie wahrhaftig, jedoch passiert das wirklich sehr, sehr selten. Meistens sind Büffelmenschen eigentlich eher Menschen, die vom Typ her etwas nüchtern sind, ihre Gefühle eher weniger äußern. Und bevor sozusagen so ein Moment kommt, an dem sie platzen, da muss schon einiges passiert sein. Aber wenn sie wütend werden, dann ist das wirklich, dass sie komplett in Rage sind und dass man sie wirklich kaum wiedererkennt. Und dann kriegen sie sich häufig auch sehr schlecht wieder ein. Am besten ist es dann, wenn man einen Büffelmenschen in so einem Moment einfach in Ruhe lässt. Viertens, Büffelgeborene haben häufig hohe Erwartungen an ihre Mitmenschen. Und die haben sie ganz besonders an ihre Familienmitglieder oder aber an ihre Freunde. Und man kann wirklich sagen, dass Büffelgeborene kein Gejammer dulden und sie dulden häufig, sie erwarten häufig ein hohes Maß an Eigenverantwortung von ihren Mitmenschen, also von ihren Liebsten. Und sie können ziemlich bevormundend sein. Und sie sind auch gerne der Boss im Haus. Sie treffen auch gerne Entscheidungen für ihre Mitmenschen, beziehungsweise für ihre Liebsten. Ja, so ein Spruch wie, man muss sich auch mal im Leben zusammenreißen, könnte so ein typischer Büffelspruch sein. Fünftens, Büffelgeborene sind ehrlich. Und genau, an dieser Stelle kann man sozusagen sagen, dass Büffelgeborene zwar nicht besonders gut darin sind, ihre Gefühle zu zeigen, aber sie sind doch sehr gut darin, über ihre Gefühle zu reden. Denn Büffelgeborenen ist es sehr wichtig, dass sie eine offene, ehrliche und klare Kommunikation mit ihrem Gegenüber haben und dass sie einfach sicherstellen können, dass man einander auch wirklich versteht. Deswegen können Büffelgeborene sehr gut darüber reden, wie sie sich in einer Situation fühlen oder gefühlt haben. Und deswegen können sie auch Konfliktgespräche sehr gut führen. Sechstens, Büffelgeborene können im schlimmsten Fall sehr engstirnig sein. Und die Betonung liegt auf im schlimmsten Fall. Denn das kommt relativ selten vor oder es kommt in einer milden Form vor. Manchmal gibt es Büffelgeborene, die in ihrem Denken sehr unflexibel sind und die wenig Kompromissbereitschaft zeigen und die wirklich sehr stark auf ihrer Meinung beharren und das durchsetzen wollen, was sie gerne durchsetzen möchten. Manchmal auch sehr unnahbar wirken und schon fast so eine militantische Haltung haben. Siebtens, Büffelgeborene sind häufig sehr würdevoll, denn Büffelmenschen sind eben sehr loyal und sie sagen auch wirklich nur das, was sie meinen und sie machen keine falschen Versprechen und sie sind, wie gesagt, auch sehr fleißige Arbeiter und wenn sie ein eigenes Business haben, dann packen sie sogar selber mit an, obwohl sie das nicht mal unbedingt müssten und kriegen dadurch häufig auch viel Respekt von ihren Mitarbeitenden. Sie sind auch ziemlich selbstbewusst, also sie legen relativ wenig Wert darauf, was andere Leute von ihnen denken. Sie lassen sich auch nicht in irgendwelche Zweifel bringen. Dadurch gibt es durchaus viele Menschen, die zum Büffel hinaufschauen und sie sind dadurch häufig auch sehr beliebt.
8. Büffelgeborene haben ein zurückhaltendes Wesen. Und jetzt spreche ich einmal mehr so das Auftreten des Büffelmenschen an. Denn Büffelmenschen, finde ich, erkennt man recht häufig, recht schnell. Denn sie sind wirklich in ihrem Auftreten ziemlich zurückhaltend und ruhig. Und sie haben in ihrer Art zu kommunizieren auch so ein paar Eigenarten. Also ich finde, man erkennt häufig, dass sie wirklich mit so einem Minimum an Mimik und Gestik auskommen. Und dass sie in ihrer Art zu sprechen auch manchmal schon fast so ein bisschen, ja, so ein bisschen trocken sind. Also die benutzen wenig Höhen und Tiefen in der Sprache, also sind häufig vom Sprachtonus her eher so ein bisschen monoton. I was in acting school for about 6 months, and I was auditioning for projects and stuff like that, and then I sort of booked my first movie from those auditions, and then went and made that movie, and I was like, sweet, I'm set now. I'm going to be the greatest actor that ever lived. And then it was like crickets. Sind aber auf der anderen Seite auch sehr pur in ihrem Auftreten. Also die sagen halt nun mal das, was sie denken und sind so, wie sie sind. Und sie, ja, faken halt auch nichts. Also wenn sie beispielsweise deinen Witz nicht lustig finden, dann werden sie auch nicht so tun, als würden sie ihn lustig finden und dann irgendwie darüber lachen. Und generell sind auch so Ausrufe wie irgendwie wow oder krass oder irgendwelche Gefühlsausbrüche in der Kommunikation passieren eigentlich beim Büffelmenschen sehr selten. 9. Büffelgeborene sind manchmal ziemlich voreingenommen, beziehungsweise haben Vorurteile, beziehungsweise urteilen über Situationen, über die sie eigentlich überhaupt nicht urteilen können, weil sie selbst gar nicht in der Situation waren oder sind. Und das kann dann manchmal ganz schön unangenehm sein für das Gegenüber. Ich beispielsweise habe das schon hin und wieder mal erlebt, dass ich mit einem Büffelmenschen in einem Gespräch war und dieser Person eine Situation geschildert habe und ihr auch geschildert habe, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und von dem Büffelgeborenen dann so eine Antwort kam wie: Naja, so wie du das schilderst, war das ja überhaupt nicht. Und so wie du dich fühlst, ist das ja überhaupt nicht gerechtfertigt. Und sowas ist natürlich ziemlich unangenehm und man hat dann doch recht schnell das Gefühl, dass man vom Büffelgeborenen nicht ernst genommen wird. 10. Büffelmenschen können sich für das Leben in der Natur begeistern. Büffelmenschen haben wirklich einen ziemlich grünen Daumen. Also wenn die einen eigenen Garten haben, dann perfekt. Dann werden sie da sicherlich auch viel Zeit verbringen. Und auch so Wandern in der Natur, das ist auch voll deren Ding. Ich habe das auch schon sehr häufig von Büffelmenschen gehört, dass die einfach auch super gerne spazieren gehen. Also irgendwie so gehen, etwas, was mit Erde und mit Natur zu tun hat. Ich habe das Gefühl, alles, was so erdverbunden ist, das ist irgendwie perfekt für den Büffelgeborenen. Das waren meine 10 Fakten zum chinesischen Sternzeichen Büffel. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und like dieses Video und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!